Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute reden wir über Dinge, die wir hier in Australien tun oder in Sydney, die in Deutschland entweder nicht so gehen würden oder der 0815 Deutsche würde ausrasten. Falls dir dieses Video gefällt, gib mir doch ein Like und abonniere mich. Abonnieren ist umsonst und dann werdet ihr keines meiner weiteren Videos verpassen. So, die ersten 5 Punkte sind allgemein ums Autofahren, weil Autofahren hier in Australien ist interessant. Nummer 1 ist natürlich und sehr klar der Linksverkehr. Wir fahren hier auf der linken Seite wie die Briten. Die Australier stammen ja von den Briten. Und ja, Linksverkehr, keine Überraschung, aber ich wollte das unbedingt erwähnen. Nummer 2, voraussichtlich fahren. Ich weiß es nicht wieso, aber hier reagieren alle irgendwie letzter Minute. Keiner fährt voraussichtlich. Wenn ich mit meinem Mann fahre und ich der Beifahrer bin, bin ich immer so, Und er so, kannst du wieder aufhören? Das regt mich voll auf. Ich sehe es. Also ich glaube, mein Mann vielleicht ist eine Ausnahme, aber sehr viele sind keine Ausnahme. Immer mit der Dummheit anderer Leute rechnen. Glaub nicht, dass du sicher bist. Nummer 3 ist das Geschwindigkeitsbingo hier. Die schlimmste Straße, die mir dafür einfällt, ist die Oxford Street hier in Sydney. Ohne Witz, die geht von 60 zu 50 zu 40 zurück auf 60 km/h innerhalb ein paar Metern. Und wenn man durch die 40 km/h Zone fährt, da haben die natürlich Blitzer. Und wenn man da nicht aufpasst, kriegt man ein Knöllchen. Wenn man Richtung Stadt die Oxford Street runterfährt, die geht auch so ein bisschen runter. Und da muss man echt aufpassen, dass du in der Geschwindigkeitsbegrenzung bleibst. Ansonsten Knöllchen. Nummer 4, über Rot die Straße überqueren. Viele machen das hier, viele machen das auch nicht. Ich muss sagen, in London ist das eher verbreitet, dass man über Rot die Straße überquert. Hier halten sich meistens alle, aber wenn es eine kleine Straße ist, rennt da schon mal einer drüber. Da wird keine Rücksicht genommen. Und Nummer 5, und das ist der letzte Punkt zum Autofahren, ist das Reißverschlussverfahren. Die lernen das hier nicht, die können das hier nicht. Und wenn ich das immer versuche, einem Australier zu erklären, wie Reißverschlussverfahren funktioniert, raffen die das nicht. Ihr wisst ja, man hat 2 Straßen und eine geht in die andere rein nach einer Weile. Und was Australier gerne machen, ist, die bleiben auf dieser einen Straße stehen, die geradeaus geht, damit sie sich nicht einfädeln müssen. Aber wenn das einer macht, wenn einer die zweite Fahrspur benutzt, um sich dann einzufädeln, dann wird erstmal Himmel und Hölle zusammengerufen, weil der sich ja so durchdrängelt. Was ja total bescheuert ist, aber naja. Jetzt kommen wir zu den allgemeinen. Unpünktlichkeit. Klar, wenn du hier irgendwelche Termine machst, glaube nicht, dass hier einer pünktlich auftaucht. Der Klempner kommt nicht pünktlich. Wir müssen einmal im Jahr unsere Rauchmelder checken lassen. Die geben dir 2 Wochen vorher Bescheid, dass du einen Termin buchen kannst. Und meistens kommen sie eh nicht um die Zeit, die du ausgemacht hast. Die kommen, wann sie immer sie wollen. Ja, natürlich doppt es, aber das wisst ihr ja. Ist ja in Deutschland genauso. So, in meinem Wohnkomplex, wo ich wohne, wir haben natürlich auch Rauchmelder und Feuermelder in unseren Fluren. Alle paar Wochen testen die das und das kommt aus dem Nichts. Auf einmal spricht da so ein Mensch. Hello, we are doing a test. No evacuation needed. Und dann geht es erstmal so richtig los mit dem Feueralarm und es ist richtig laut. Also ist gut, ich beschwere mich nicht. Ich bin froh, dass die das testen, dass falls was passiert, dass wir auch sicher sind. Aber die kommen ohne Warnung, die checken das einfach. Nummer 8 ist, dass es hier kaum Mülltrennung gibt. Natürlich trennen die Papier und Karton und normalen Hausmüll, aber es ist halt nicht zu dem Punkt wie in Deutschland. Und erst vor 1 oder 2 Jahren haben die in New South Wales den Flaschenpfand eingeführt, wobei man 10 Cent auf die Flasche zurückkriegt, die Flasche, die Dose, manche Milchkartons, manche Saftflaschen, aber es gibt nicht genug Stellen, wo man die zurückbringen kann. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, ist die meistens voll. Und manchmal nehmen die Stellen auch nicht alles an. Also die nehmen nicht unbedingt Glasflaschen an oder
oder Dosen. Und das andere mit den Abgabestellen ist, nicht jede Abgabestelle gibt dir Geld zurück. Manche Abgabestellen, da spendest du das Geld. Das heißt, wenn du 30 Flaschen abgibst, das sind $3, spendest du das Geld zu einer Charity. Also musst du immer gucken, dass du eine Abgabestelle findest, wo du Glasflaschen, Dosen, Plastikflaschen abgeben kannst und dass du auch einen Gutschein dafür kriegst. Nummer 9. Überall Klimaanlagen. So cold. Klimaanlagen. Selbst im Winter haben sie Klimaanlagen. Sobald das Wetter über 15 Grad ist, wird die Klimaanlage angeschmissen. Dieses Wochenende war super heiß und ich habe meine Weste vergessen, als wir ins Shoppingcenter sind zum Essen. Und ja, mir war arschkalt. Es war... Mein Mann macht sich immer lustig über mich, warum ich immer eine Weste mit mir rumschleppe, weil es ist ja warm. Ja, draußen sind es 35 Grad. Aber in den Geschäften ist es 10 und mir ist das zu kalt, wenn ich da halt nur mit so einem Top bin. Die sind hier obsessed mit Klimaanlagen. Nummer 10, die Alkohol- und Zigarettensteuer. Ich habe jetzt kein Beispiel für die Alkoholpreise, aber ich habe ein Beispiel für Zigarettenpreise und man zahlt schon manchmal $30 bis $35 für ein Päckchen von 20 oder 22 Zigaretten. Das würde man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Und natürlich gibt es hier keine Zigarettenautomaten. Zigaretten kann man hier nur entweder in den Convenience Stores kaufen oder in Tabakladen oder halt im Supermarkt. Aber die haben ein spezielles Abteil dafür. Also du musst zum Informationsschalter gehen und am Informationsschalter kaufst du Zigaretten. Die gibt es nicht so an der Kasse wie bei uns. Nummer 11, du musst jedes Jahr eine Steuererklärung machen, wenn du Steuerzahler bist. Da kommst du nicht drum rum. Natürlich kannst du es nicht machen. Wenn du dem Staat Geld schuldest, dann werden sie dir eine Strafe aufhängen. Wenn du dem Staat kein Geld schuldest, dann kommst du auch drüber hinweg, dass du das ein Jahr später gemacht hast. Aber es ist echt empfehlenswert. Mach das einfach im Ende Juli und dann brauchst du da nicht mehr drüber nachdenken. Nummer 12, hier gibt es kaum Mietrecht. Man kann nichts an Mietwohnungen machen. Du darfst keine Bilder aufhängen, du darfst nichts machen. Selbst mit Eigentumswohnungen bist du sehr beschränkt. Wir wollen bei uns hier den Teppich zum Beispiel rausreißen. Wir können das nicht einfach so machen. Wir können nicht einfach den Teppich rausreißen und Laminat legen oder Parkett legen oder was auch immer wir wollen. Wir haben ein paar Firmen angeschrieben, Bodenlegfirma, die wir uns ausgesucht haben. Die schreibt unsere Eigentumsverwaltung an und die versuchen jetzt das Ja zu bekommen, dass wir da den Teppich rausreißen können und den Boden neu legen können. Und dann, wenn das gemacht ist, musst du einen unabhängigen Lautstärke-Person einholen, die dann das nochmal prüft, ob das nach den Regeln der Eigentumsverwaltung geht, weil wenn das zu laut ist, dann kann das sein, dass wir das nochmal machen müssen. Das ist kein Mietrecht und selbst als Eigentümer hast du nicht so viel Freiheit, wie man denkt. Ein Beispiel noch, und zwar, wenn du das Bad oder die Küche renovieren willst, musst du das auch mit der Eigentumsverwaltung besprechen und die müssen dir das Ja geben, dass du das machen kannst. Nummer 13 ist, Leute reden um den heißen Brei. Australier sind nicht direkt, die sind auch sehr geschockt, wenn du sehr direkt bist. Also ist vieles zur Interpretation überlassen. Du kannst natürlich Fragen stellen, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, aber ja, sei darauf eingestellt, dass viel um den heißen Brei geredet wird. Nummer 14, und das ist die Zeitverschwendung auf Arbeit. Da falle ich mit in diese Kategorie. Wir machen sehr viele Kaffeepausen. Zum Beispiel, ich komme um 8:30 Uhr auf Arbeit, um 9 Uhr, wenn dann der Rest eintrudelt, dann sagt einer, sollen wir uns Kaffee holen? Und dann läuft das ganze Team runter zum Coffeeshop. Dann wird erstmal gelabert und geguckt, was war gestern los. Und dann holt sich jeder erstmal einen Kaffee und dann nach 20 Minuten gehen wir wieder hoch. Also Zeitverschwendung. Und Nummer 15 ist die allgemeine Gelassenheit und dazu habe ich 2 Punkte. Einmal auf Arbeit, du redest hier den Chef mit Vornamen an oder manchmal Hey Mate, kommt darauf an, in welcher Industrie du arbeitest. Und allgemein Leute fragen dich, hey, how are you? Sei nicht überrascht, weil das halt einfach hier so zum Alltag gehört. Meistens wollen sie es eh nicht wissen. Das sind meine 15 Punkte. Lass mich wissen, ob dir irgendwas aufgefallen ist, als du hier in Australien warst oder ob das hilfreich ist, um dich auf eine Australienreise vorzubereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe dich in meinem nächsten Video. Tschüss!